Tatsächlich Urlaube am Schwarzen Meer. Meine schönste Kindheitserinnerung sind, glaube ich, die Borkum-Urlaube. Meine Großeltern wohnen auf Borkum und wir sind da jedes Jahr hingefahren. Und auch immer so für mehrere Wochen, immer die ganzen Sommerferien. Und ich glaube, ich könnte da keine konkrete Erinnerung sagen, aber es war immer eine schöne Zeit auf jeden Fall. Oh, schwierig. Ich glaube, da fällt mir gerade nichts Konkretes ein. Ich habe da eher ein Szenario im Kopf, was sich quasi immer wiederholt. Das ist wahrscheinlich auch so aus gegebenem Anlass. Das sind sonntags morgens Frühstücke mit meiner Familie. Und war irgendwie immer die gleiche Aufteilung. Vater holt die Brötchen und der Rest deckt halt. Und dann sitzt man sich zusammen und startet so gemütlich in den Tag. Und das irgendwie so als 5, 6, 7 Jahren. Vor allem jetzt auch durch Corona einfach die Tatsache, dass halt super wenig Kontakt besteht. Man sich halt auch einfach wirklich selten sieht und dann halt noch 1, 2 Verluste in der Familie führt halt einfach dazu, dass man das dann doch ein bisschen mehr wertschätzt. Ja. Ich glaube, ich bleibe bei dem Frühstück mit der Familie. Das ist schwierig. Ja. Draußen mit Freunden spielen, draußen zu sein, an frische Luft, unbeschwert, ohne Medien wie heute, also wie gesagt Tablet oder sowas. Also gut, ich bin jetzt halt wie gesagt in einem Alter, ist das heute so und nicht so, aber wie gesagt, für mich war das halt mit Freunden treffen und draußen zu sein. So, ganz spontan. Ich glaube, ich kann keine schönste Kindheitserinnerung so per se sagen. Aber mir schießen so ein paar Dinge durch den Kopf. Also wir hatten immer so Ringerfreizeiten, wo wir einfach in so eine Grillhütte am Wald gegangen sind und dann in den Wald gelaufen sind und dann Feuerholz gemacht haben, uns auf Bäume gehockt haben und Bäume gefällt haben mit einfach Kindeskraft. Also so 25 Kinder, die sich auf den Baum setzen, bis der umfällt. Das war ziemlich nice, weil da irgendwie einfach, ja, es war halt einfach Natur und offen und es war irgendwie auch komplett gelöst aus allen sozialen Dingen, weil du halt wirklich irgendwo am Arsch der Welt warst und es war allen egal. Das war ziemlich nice. Das ist so eins, was mir im Kopf steht. Das ist, glaube ich, nicht die schönste, die ich jetzt habe. Aber ich glaube, dafür ist mein Gehirn auch zu siebig, um das direkt zu sagen. Ja. Aber es war schön, ja. Es gibt so ein paar, also diese ganzen wir haben immer Baumhäuser gebaut. Als meine Eltern ein Haus gebaut haben, da war ich mega klein, irgendwie 2 oder so. Und das war halt im Neubaugebiet am Rand vom Dorf und da war halt Wald außenrum und wir haben dann uns einfach ein paar Bretter mitgenommen und Nägel und Hämmer und haben halt Baumhäuser gebaut und sind in Brennnesseln gefallen und das war schön, ja. Maybe there is more, but this one I remember now. When I was a child, there was once we used to live by the seaside, and there was once that we had some friends of my family, like some family friends, all gathered up and went to a kind of like a farm or garden to grab some fruits just after we went to the seaside. So it was like super cool memory of me. Just spent some time. It was like quite cool. It was pomegranate and we just ate it over there, and I guess it was kind of a cool memory because friends were there. It was a beautiful garden and it was by the seaside. Spielen mit meinen Freunden und verkleiden an Karneval. Das ist so hier in Koblenz aufgewachsen, Freunde, die zum wohnten. Man hat sich verkleidet, die klassischen Rollenspiele, Cowboy und Indianer und natürlich möglichst da das, was heute in ist, Lost Places. Also es gab da ja auch so Bereiche, wo man normal nicht hin durfte. Das war halt einfach schön, hat Spaß gemacht. Jetzt bin ich natürlich gebahnt auf Kind, also Spielen und so weiter, aber tatsächlich hatte ich auch, mein Cousin, weiß ich, der war damals in den Ferien, da waren wir so 6, 7 Jahre alt und wir hatten bei der Oma hinterm Haus mit rostigen Nägeln eine Handvoll und da haben wir dann uns Abenteuergeschichten ausgedacht und gespielt. Das war sehr schön.
denke ich immer noch dran, das ist toll, ja.